Hey, hallo zusammen, schön, dass ihr wieder da seid. Mein Name ist Jens und ich zeige euch heute, wie man Schritt für Schritt das Weeble S von Zhiyun montiert und ausbalanciert. Bis gleich. So, was haben wir alles vor uns liegen? Da hätten wir einmal die Canon EOS M50 mit installierter Sonnenblende, das Weeble S an sich und die Zubehörsachen, die beim Basispaket dabei waren. Bevor wir mit der Erstinstallation und mit dem Ausbalancieren starten, sollten wir auf jeden Fall die beiden 18650er Batterien einmal komplett laden. Es dauert so ungefähr 2,5 Stunden und danach sollte es erst losgehen. Nachdem die Akkus jetzt einmal zu 100% geladen sind, nehmen wir uns das Gimbal vor. Und zwar drehen wir es einmal so ein bisschen auf den Kopf. Und hier an der Stelle befindet sich der Akkudeckel. Da kann man dann den Deckel so leicht nach oben schieben. Dann nehmen wir uns die beiden Akkus und setzen diese entsprechend der Polarität ein. Und zwar ist es jeweils plus oben auf beiden Seiten. Also einmal plus oben und auf der anderen Seite auch nochmal plus oben. So, den Akkudeckel setzen wir dann wieder hier an und schieben ihn das letzte Stück dann runter, zack, bis es einrastet, und das war schon. Ja, wo wir das Gimbal hier gerade haben, nehmen wir uns beim nächsten Schritt den Standfuß, das Tripod, und schrauben es am unteren Ende einmal drauf. So, dann klappen wir das einmal auseinander. Hey, listen! So, dann werfen wir noch mal einen ganz kurzen Blick auf unser Zubehör. Und zwar haben wir hier einmal eine Kamera-Grundplatte bzw. Trägerplatte. Also diese Trägergrundplatte bräuchten wir nur dann, wenn wir jetzt ein Objektiv hätten, was sehr viel größer ist wie die Kamera. Das heißt, wenn sie einen größeren Konus hätte und tiefer liegen würde, also die Linsenöffnung würde tiefer liegen wie der Boden der Kamera. Dann müsste man diese als so eine Art Zwischenstück unter der Kamera installieren, damit die Unterseite der Kamera tiefer liegt als die Objektivöffnung. Aber in unserem Fall liegt die Unterseite der Kamera auf einer Ebene mit der Linsenöffnung bzw. Objektivöffnung. Von daher brauchen wir diese Platte in unserem Setup nicht. Hier haben wir eine kleine Tüte mit 3 Schrauben. Davon brauchen wir eine. Die hat ein Viertelzoll-Gewinde. Die anderen beiden Schrauben, die können wir zur Seite legen. Die hätten wir jetzt nur gebraucht, hätten wir diese Trägerplatte installieren müssen, die ich euch eben vorgestellt habe. Des Weiteren brauchen wir für unser Setup einmal das Micro-USB zu Micro-USB-Kabel, damit wir unsere Kamera mit dem Gimbal verbinden können. Dann kommen wir einmal zu unserer Schnellwechselplatte. Diese besteht aus 2 Teilen, die wir jetzt auch separat brauchen. Und zwar lösen wir das Ganze einmal mit dieser Rändelschraube, schrauben wir auf, dann nehmen wir die Schnellwechselplatte so in die Hand und drücken mit dem Zeigefinger dann diesen Knopf runter. Dann sieht man auch, dass die Schraube hier weiter nach unten gedrückt wird. Und dann kann man den oberen Teil abnehmen. Ja, dieses Oberteil der Schnellwechselplatte nehmen wir uns jetzt. Hier an einem Ende sehen wir eine Bohrung mit einem Gewinde. Dann nehmen wir uns einmal dieses Stützelement für das Objektiv. Das schrauben wir jetzt hier vorne fest mit dieser großen Rändelschraube.
Das Ganze schrauben wir nur handfest an, da wir das Ganze später an unser Objektiv anpassen müssen. Als nächstes drehen wir das Oberteil der Schnellwechselplatte einmal auf die Unterseite, sodass wir diese Skala von 0 bis 7 sehen. Dann nehmen wir uns diese kleine Schraube, die wir uns vorhin zur Seite gelegt haben, die mit dem 1/4 Zoll Gewinde, gehen ans linke Ende bei der Position 0 und drehen die Schraube einmal durch, bis das Gewinde einmal durch ist und wir die Schraube auf der Schiene bewegen können. Das Durchführen der Schraube geht auch nur an der Position 0, da hier am Ende ein kleines Gewinde eingelassen worden ist. So, nun nehmen wir uns die Unterseite der Kamera vor. In meinem Fall ist die Kamera noch mit einem Käfig verziert, aber das sollte kein Problem sein. Dann nehmen wir uns die Oberseite der Schnellwechselplatte. Dann schauen wir, dass diese abgerundete Seite der Objektivstützhilfe auf dem Objektiv aufliegt und suchen uns auf der Kameraunterseite die Bohrung für die 1/4 Zoll Schraube. Schrauben die erstmal ein bisschen rein. Dann nehmen wir uns eine Münze oder ähnliches und drehen das erstmal leicht fest. Da wir diesen Lens Support noch ein bisschen ausrichten müssen. Nun lösen wir die Schraube des Stützbügels. Drücken den Stützbügel leicht in Richtung des Objektivs, sodass er gleichmäßig auf beiden Seiten anliegt und drehen anschließend die Schraube wieder fest. Dann machen wir nochmal eine visuelle Prüfung, ob es auch wirklich anliegt. Sieht gut aus. Im Anschluss ziehen wir dann die Schraube auf der Unterseite der Kamera richtig fest an. Dann schauen wir nochmal, ob der Stützbügel noch richtig sitzt. Aber sieht gut aus. Den Fokussierring, den kann man auch ganz normal bewegen. Damit wäre das Oberteil der Schnellwechselplatte installiert und wir gehen zum nächsten Schritt über. Nach erfolgreicher Installation des oberen Teils der Schnellwechselplatte setzen wir es nun wieder mit dem unteren Teil zusammen. Dafür nehmen wir dann diese Platte, schauen uns die kurz an. Hier haben wir so zwei kleine Haken. Die müssen praktisch hier eingeschnappt werden. Als erstes haken wir diese Platte unten bei diesen Öffnungen ein, sodass wir praktisch hier schon mal fixiert sind am hinteren Teil, und vorne müssen wir es jetzt noch einschnappen lassen. Das erreichen wir durch diese Arretierung, indem wir es einmal reindrücken und zack ist die Platte fest. Aber um das Ganze zu sichern, müssen wir diese Rändelschraube einmal drücken und drehen, bis das Gewinde greift. Und dann ziehen wir das Ganze fest an, sodass nichts mehr wackelt. Man sieht, ganz wichtig, hier hinten nochmal prüfen, dass es auch richtig eingehakt ist. Sonst wäre das locker, aber hier bewegt sich nichts. Und vorne bewegt sich auch nichts. Ist alles fest soweit. Dann hätten wir das auch geschafft. Die Platte ist wieder vereint und jetzt können wir zum Ausbalancieren übergehen. Hey, listen!
Kleiner Disclaimer am Rande, das ist kein gesponsertes Video. Die hier vorgestellten Produkte habe ich von meinem eigenen Geld gekauft. Ich möchte lediglich meine persönliche Meinung über diese Produkte mit euch teilen. Bei dem Weeble S haben wir bei jedem Achsmotor einen Verriegelungsschalter. Hier wäre einmal einer, hier und hier oben. Das hat den großen Vorteil, dass wir beim Ausbalancieren die Achsen sperren können und die Position fixieren können. Also bevor wir jetzt das Ausbalancieren anfangen, gehe ich jetzt erstmal auf die Grundposition, wie es am einfachsten ist. Und zwar entriegeln wir einmal diese Achse und schwenken hier um 90 Grad nach oben und sperren die Achse wieder, sodass es praktisch hier arretiert ist. Danach entriegeln wir die obere Achse hier, diesen Schalter, und schwenken einmal um 90 Grad nach unten und sperren die Achse auch wieder, sodass sie einmal einrastet. Damit haben wir uns schon mal eine ebene Basis geschaffen, wo wir die Kamera montieren können und Schritt für Schritt eine Achse nach der anderen ausrichten können. Jetzt nehmen wir unsere Kamera, setzen das Ende der Schnellwechselplatte vorne an diesem Schlitten an und schieben es langsam drauf, bis man einen Widerstand merkt. Um die Kamera zu sichern und weiter nach hinten schieben zu können, müssen wir diesen Verriegelungsschalter drücken. Und nun können wir die Kamera weiter nach hinten führen. Lassen wir den Verriegelungsschalter los, kann die Kamera nicht mehr rausgeschoben werden und ist somit gesichert. Beim Ausbalancieren der Kamera fängt man mit der Tiltachse an. Das wäre die oberste Achse des Gimbals. Dafür sichert man die Kamera mit einer Hand und mit der anderen löst man den Verriegelungsschalter dieser Achse. Nun merken wir schon, dass es ein bisschen rücklastig ist. Um die Kamera auf der Tiltachse zu justieren, schiebt man die Kamera nach vorne oder nach hinten. Ziel ist es, dass die Kamera weder nach vorne kippt oder nach hinten kippt. Also sie muss im Waage stehen bleiben. Und dafür schieben wir die Kamera so lange vor oder zurück, bis sie halt nicht mehr kippt. Haben wir unsere Wunschposition erreicht, ziehen wir unter der Kamera den Verschlusshebel raus. Damit fixieren wir die Kamera an dieser Position. Ja, es sieht gut aus, ist nicht frontlastig oder rücklastig. Wenn man es mittig stellt, bleibt es auch da. Und dann gehen wir zur nächsten Achse rüber, der Roll-Achse. Mit einer Hand sichern wir wieder die Kamera und mit der anderen lösen wir den Verriegelungsschalter. Ziel ist es bei der Roll-Achse, mit Bewegungen nach rechts oder links die goldene Mitte zu finden. Wenn ich jetzt ein bisschen loslasse, sieht man, dass die Kamera stark nach links kippt. Also schieben wir die Kamera vorsichtig ein Stück nach rechts, noch ein Stück und noch ein Stück. Das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Möchten wir zum Beispiel diese Position fixieren, ziehen wir unter der Schnellwechselplatte diesen Hebel bis zum Anschlag raus. Ungefähr so. Wir machen einmal den Test, kippen es einmal nach rechts, bleibt an der Position, einmal nach links, bleibt auch dort, einmal Mitte, hält sich halt selber an Waage, ist top. Haben wir das erreicht, verriegeln wir die Achse wieder mit diesem Schalter, bis es eingerastet ist. So, dann haben wir einmal die Tilt-Achse ausgerichtet, einmal die Roll-Achse und jetzt neigen wir die Kamera um 90 Grad nach oben und sie sollte sich eigenständig auf der Position halten können. Das klappt soweit, das ist eigentlich schon ganz gut. Sollte das bei euch nicht der Fall sein
und die Kamera kippt so leicht nach vorne oder nach hinten, dann kann man das Ganze korrigieren, indem man diese Schraube hier an der Ecke löst und die gesamte Einheit auf dieser Schiene nach oben oder nach unten bewegt. Ziel ist es, dass die Kamera nach oben gerichtet bleibt, sobald man loslässt und nicht nach vorne oder nach hinten kippt. So kommen wir nun zum letzten Schritt des Ausbalancierens. Dafür entriegeln wir alle 3 Schalter. Also das heißt hier oben der hier in der Mitte und hier auf der anderen Seite den hier. Hat man nun alle 3 Schalter entriegelt, neigt man die Kamera erneut um 90 Grad nach oben und gleichzeitig 45 Grad nach links. Lässt man nun los, sollte die Kamera im Normalfall an dieser Stelle verweilen. In diesem Fall schwenkt die Pan-Achse leicht nach rechts. Wir korrigieren das, indem wir diesen Hebel hier lösen und den gesamten Arm nach vorne oder nach hinten verschieben. So, ich habe jetzt den gesamten Arm weiter nach hinten geschoben. Ich fixiere das Ganze und wir probieren das Ganze nochmal aus. Also 90 Grad nach oben neigen, 45 Grad nach links. Loslassen und es hält. Sehr schön. Hey, das war der letzte Schritt der Prozedur. Habt ihr es bis hierhin geschafft, solltet ihr eigentlich eine gut ausbalancierte Kamera auf dem Gimbal haben. Also, wir haben einmal links-rechts ausbalanciert, dann haben wir vor-rück ausbalanciert, dann einmal 90 Grad nach oben und dann einmal 90 Grad nach oben und 45 Grad. Ja, die Kamera ist so gut wie schwerelos, das ist auch gut so. Sollte trotz allem die Kamera leicht in eine Richtung abweichen, ist das auch nicht so wild, da der Motor eine Autokorrektur besitzt und diese Abweichung korrigieren kann. So, zu guter Letzt brauchen wir nur noch das Micro-USB-Kabel einzustöpseln. Und zwar kommt dieser abgeknickte Stecker in den Micro-USB-Eingang beim Gimbal. Der wäre hier an der Seite. Oh, ich drehe das mal. Also hier an der Seite unter dem Tilt-Motor. Hier direkt. Und bei der Canon EOS M50 ist auf der rechten Seite hinter dieser kleinen Abdeckung einmal ein Micro-HDMI-Port und einmal der passende Micro-USB-Port, wo wir das andere Ende halt anschließen. Ja, und das war's dann auch schon soweit. Was man halt nicht vergessen darf, bevor wir das Gimbal anschalten, einmal alle Achsen frei machen, also einmal alle Achsen entriegeln, dass alles frei beweglich ist. Kamera einschalten, Gimbal hier unten einschalten. Ja, und schon kann es losgehen mit der Filmerei. Dadurch, dass wir das Gimbal mit der Kamera verbunden haben, können wir über das Gimbal, über dieses Rädchen beispielsweise, wie ihr seht, die Blende einstellen. Drücken wir jetzt einen weiter, dann können wir die Verschlusszeit regeln und so weiter. Aber alles andere in einem weiteren Video. Hey, das war's für heute auch schon wieder. Wenn dir das Video gefallen hat oder ich dir weiterhelfen konnte, würde ich mich sehr über ein Like von dir freuen. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche zu einem neuen Technikvideo auf meinem Kanal. Euer Jens. Ciao.